die 3,7 cm Pak 36. Rheinmetall entwickelte bereits Mitte der 1920er Jahre eine 3,7 cm Panzerabwehrkanone Pak, welche in geringer Zahl ab 1928 bei der Reichswehr eingeführt wurde. Nach der grundlegenden Überarbeitung des Entwurfs 1933/34 wurde das neue Modell in großer Zahl für die junge Wehrmacht angeschafft. Es war ein konventioneller Entwurf mit Spreizlafette, Gummibereifung, anfangs auch noch Holzrädern und einem 5 mm starken Schutzschild. Die erste Feuertaufe des neuen Panzerabwehrgeschützes fand während des Spanischen Bürgerkriegs statt. Bei Kriegsbeginn 1939 war sie die Standard-Panzerabwehrwaffe der Wehrmacht und rund 11.200 Pak 36 waren bereit für den Einsatz an der Front. Aufgrund ihrer handlichen Größe und leichten Gefechtsgewichts von ca. 330 Kilo konnte man sie leicht tarnen und sie schnell auch ohne Zugfahrzeug in Stellung bringen. Ihre Durchschlagsleistung war am Anfang des Krieges mit ihren zeitgenössischen Kontrahenten desselben Kalibers entsprechend. Im Zuge des Fall Gelb im Mai 1940 erwiesen sich aber einige Mängel der Leistung, da man nun auch auf mittlere Beschwerepanzer der Briten und Franzosen traf, und somit erhielt die Pak den Spitznamen Heeresanklopfgerät von der Truppe. Denn die Pak diente nun wortwörtlich nur noch zum Anklopfen und die Panzer konnten dadurch nicht mehr aktiv ausgeschaltet werden. In solchen Fällen musste oft die Flak 88 herhalten, welche sich in dieser Zeit auch ihren Namen machte und auch große Beliebtheit bei der Truppe in der Bodenzielbekämpfung erlangte. Nichtsdestotrotz wurden bis zum Kriegsende insgesamt 14.450 Pak 36 hergestellt und selbst beim Ostfeldzug gegen die Sowjetunion noch zahlreich eingesetzt, da man anfangs noch gegen die leichten Panzer wie die BT-Serie noch Erfolge erzielen konnte. Aber spätestens mit dem Auftauchen der neuen Panzergeneration wie dem T-34 um den KW-Modellen mussten drastische Änderungen vorgenommen werden, damit die Pak 36 noch ihre Daseinsberechtigung hatte. Die Durchschlagsleistung wurde mit einer neuartigen Munitionsart mit Wolframkern, die sogenannte Panzergranate 40, erhöht. Durch die sich aber verschlechternde Kriegslage im Laufe der Zeit konnte nicht mehr genug Wolfram für die Munitionsproduktion bereitgestellt werden und so musste eine neue Lösung gefunden werden. Diese kam in Form einer ab Februar 1942 verwendeten sogenannten Stielgranate 41, welche ein Überkalibergeschoss von 8,5 Kilogramm Gewicht war. Diese musste auf das Rohr vorne aufgesteckt werden. Mit dieser neuen Munitionsart konnten nun bis zu 180 mm Panzerstahl durchschlagen werden. Selbstverständlich hatte diese Geschossart auch Nachteile. So ist es, dass die Abschussgeschwindigkeit nun nicht mehr 730 Meter pro Sekunde bei der normalen Panzergranate oder 1000 Meter pro Sekunde bei der Panzergranate 40 betrug, sondern nur noch bei 110 Meter pro Sekunde lag. Somit mussten feindliche Panzer innerhalb von einem 200 Meter Radius sein, damit erfolgreiche Abschüsse erzielt werden konnten. Im März 1942 wurde die Produktion der Pak 36 endgültig eingestellt, aber die Waffe blieb bis 1945 im Einsatz. So zum Beispiel auf den Halbkettenfahrzeugen wie dem SD-Kfz 250 bzw. 251, hauptsächlich als Infanterieunterstützungsgeschütze. Einige Exemplare wurden auch an Verbündete des Deutschen Reiches übergeben, so wie zum Beispiel Finnland, Rumänien oder die Slowakei. Sogar noch vor dem Krieg wurden einige Pak 36 Modelle in diverse Länder exportiert, so zum Beispiel Spanien, in die Niederlande oder sogar die UdSSR. In der Sowjetunion wurde auf der Grundlage der Pak 36 eine neue 4,5 cm Panzerabwehrkanone entwickelt, welche auch visuell sehr nah am Original dran blieb. 1937 erwarben die USA 2 deutsche Exemplare, welche nun das Muster für ihre 3,7 cm M3 Anti-Tank Gun werden sollte. Dieser Umstand ist doch durchaus beeindruckend, dass alle Seiten von dem deutschen Entwurf überzeugt waren und es selbst anwandten. By the way, die Panzer III der Ausführung A bis E waren auch mit der 3,7 cm KWK 36L 45 ausgerüstet. Erst ab der F-Generation wurde auf die 5 cm KWK 38L 42 umgerüstet. Somit war die Pak 36 oder zumindest die 3,7 cm KWK 36, welche sie ja mit ihren motorisierten und gepanzerten Brüdern teilte, maßgeblich an den Erfolgen der anfänglichen Kriegsjahre beteiligt. Aber kommen wir nun zu dem Lego-Modell und zu den Details, die es zu bieten hat und auf das, was ihr schon die ganze Zeit wartet.
Und so sieht meine niegelnagelneue Pak 36 aus. Hier erstmal noch ganz kurzer Einblick auf die Figur von United Bricks, fantastisch wie immer. Aber dieses Modell sticht meiner Meinung nach von seiner Flexibilität heraus und mit den kleinen, aber feinen Details, die ich versucht habe dort einzubringen. Über die werde ich später noch einige Worte verlieren, aber jetzt gebe ich euch erstmal einen Einblick, wie das Modell von allen Seiten aussieht und was man denn so auf den ersten Blick alles sehen kann. So sieht man hier zum Beispiel die gespreizten Lafettenbeine, welche natürlich zum Abschleppen und zur Stabilisierung des Geschützes dienen, aber auch das kurze Rohr, welches als Geschütz dient, und man erkennt natürlich auch die U-Clips und die Monopods, welche hier von Zeit zu Zeit auch mal angewendet werden. Ich finde, das Modell sieht schon sehr, sehr schön aus, vor allem mit diesen ganz kleinen Kanten, die es hat. Da wirkt es so dynamisch und auch so aktiv. Hier nochmal der Vergleich zur Minifigur. Eine Sache wollte ich noch loswerden. Um das Geschütz effektiv und richtig bedienen zu können, brauchte man ca. 5 bis 7 Mann Besatzung. Natürlich kommt es darauf an, welche Quelle man jetzt da betrachtet, aber ich finde, diese Zahl kommt schon recht gut hin. Eines der Hauptfunktionen bei diesem Modell ist natürlich das Rohr, nämlich das kann sich nach oben und nach unten bewegen, das heißt, man kann es wirklich ausrichten. Eine zweite ganz interessante und nützliche Funktion ist natürlich auch, dass man die Beine zusammenklappen kann und das ganze Modell damit abschleppen kann. Des Weiteren ist hier noch so ein Holzteil an den Lafettenbeinen angebracht und ich finde, das ist ein ganz schönes Detail. Dann sieht man hier nochmal einen Prototyp, welchen ich entwickelt habe. Der ist natürlich in Light Bluish Grey, aber man merkt, auf was ich Wert gelegt habe, nämlich hier oben diese Ausbuchtung. Also die war mir ganz besonders wichtig, um die richtig rüberzubringen. Aber wie man sieht, ist es einfach viel zu groß. Hier noch der Vergleich zur Minifigur und da merkt man auch, dieser Prototyp ist einfach zu groß. So musste ich mich erneut hinsetzen und etwas Neues entwickeln. Natürlich schaut man sich da währenddessen auch mal um, was es denn bereits so für Umsetzungen gibt. Und so fand ich auch, dass mir das Design von Project Azazel, entschuldigt mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, von Instagram, also ihn kennen die meisten wahrscheinlich von euch, und das Design habe ich gesehen und es hat mir schon sehr, sehr zugesagt. Aber auch von Brick Factory Berlin schwappte etwas Inspiration herüber, so zum Beispiel die Endung der Lafettenbeine. Nun die Details, die mir besonders wichtig waren, also die wirklich hervorstechen sollen, sind natürlich die Wölbung des Schutzschildes, wie man das hier auch sehen kann. Ich finde, dass dies aber recht gut gelöst wurde und selbst die kleine Lücke gut zu erkennen ist. Ein weiteres Detail ist natürlich auch das kleine Loch für den Richtschützen, welches auch im Schild recht deutlich zu erkennen ist. Erst die doppelten G-Slopes an den Seiten verleihen dem Modell seine markante Form und die, finde ich, ist doch recht gut getroffen. Trotz der Filigranität des Modells ist es mir irgendwie doch gelungen, die eine oder andere Funktion einzubauen und dieser Umstand beeindruckt mich wirklich sehr. Auch von hinten ist das Guckloch für den Richtschützen gut zu erkennen. Und wie bereits angesprochen, ist diese kleine braune Stange an den Lafettenbeinen ein hervorragendes Akzent, was auch farblich hervorsticht. Das letzte Detail wäre noch die leicht überstehende Achse der Räder, was beim Original ja schließlich auch so der Fall war. Eine ganz, ganz wichtige Sache wollte ich noch kurz erwähnen, denn dieses Modell gibt es schon seit einem Monat auf meinem Instagram-Account. Das heißt, dass wenn man mir dort folgt, sieht man die Modelle bereits schon deutlich früher. Deshalb rege ich euch nun auch dazu an, euch mal dort umzuschauen. Es ist der erste Link in der Videobeschreibung, also kein Hexenwerk, es zu finden. Es hat halt einfach Vorteile, wenn ihr mir dort folgt. Zum Beispiel seht ihr, wie gesagt, schon früher die Modelle, wie es jetzt mit der Pak 36 oder der neuen Flak 88 in Dark Bluish Grey der Fall ist. Oder auch Prototypen stelle ich dort vor. Also letztens habe ich meinen neuen STKFZ 251er mal kurz in einer Story erwähnt und das Modell ist noch nicht ganz fertig. Es ist für meinen Geschmack noch etwas zu groß, aber das kriege ich noch sicherlich hin. Auf persönlichen Wunsch hin ist es sogar möglich, Modelle der neuen Baureihe bei mir zu kaufen. Natürlich muss ich das dann noch alles bestellen und so weiter, aber dazu schreibt ihr mir einfach eine E-Mail an diese Adresse hier und sagt, welches Modell ihr gerne haben würdet und dann kümmern wir uns dann um die Details. Das gleiche gilt übrigens auch für diejenigen, die meine Light Bluish Grey Figuren kaufen wollen. Also auch einfach E-Mail, schreibt ihr einfach, wie viele ihr haben wollt und dann ist alles gegessen. Ich hoffe aber, dass euch im Prinzip die neue Art meiner cinematischen Modell-Reviews mit geschichtlichem Hintergrund gefällt. Ich finde es qualitativ definitiv eine Steigerung und man lernt doch immer etwas dazu. Das wäre es dann auch schon von mir zu diesem Video gewesen und ich hoffe wirklich sehr, dass ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet, denn es war schließlich echt viel Arbeit, das Video so für euch zu kreieren. Hier kommt ihr by the way noch zu anderen Videos von mir und naja, wir sehen und hören uns dann einfach im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!